Jesus Christus war gekommen, um das Schwert zu bringen und nicht Frieden. So oder ähnlich argumentieren einige Muslime im Internet, in Videos und in Texten, und sie benutzen gerne diesen einen Vers, um zu zeigen, dass Jesus zu Gewalt aufruft. Wie können Christen damit umgehen? Lasst uns diesen Text einmal selber lesen. Glaubt nicht, dass ich gekommen bin, um der Welt Frieden zu bringen, nein, sondern das Schwert. Und das sagt er wirklich. Ist das nicht der Beweis? Was sollte Jesus sonst meinen? Kein Wunder, dass so viele Christen im Namen Gottes Kriege geführt haben. Jesus hat ihnen doch den Auftrag gegeben. Nein, das ist absolut kein Beweis. Aber mit der Geschichte hast du recht. Viele, die sich Nachfolger von Christus nannten, also Christen, haben eben nicht nach dem Vorbild von Christus gelebt. Kreuzzüge, Inquisition, Zwangstaufen, das war alles viel zu schrecklich. Und das hat Jesus nie gelehrt und dafür ist er auch nicht gekommen. Und wir dürfen nicht zulassen, dass man sich im Namen des Christentums wieder so in die Politik einmischt, wie es besonders ab dem 4. Jahrhundert bis ins Mittelalter der Fall war. Vom 4. Jahrhundert bis zum Mittelalter? In der Geschichte der Muslime dagegen hört man nicht von so viel schrecklicher Gewalt. Wie war das denn bei Ihnen? Naja, da gibt es aber auch viel zu erzählen. Lies mal das Buch von Badiou, Der Niedergang des orientalischen Christentums unter dem Islam. Badiou redet von einer arabisch-islamischen Kolonialisierung. Sie spricht von den verschiedenen Wellen der islamischen Eroberung aus verschiedenen Ländern, wie zum Beispiel aus Arabien oder der Türkei. Dörfer wurden geplündert und die Besiegten mussten eine übertriebene Steuer zahlen oder sie wurden zum Übertritt zum Islam gezwungen. Der Vertrag, der sie schützen sollte, existierte oft nur in der Theorie, sagt sie. Es gab viele Massaker, viele Sklavenmärkte, Entführung von Kindern, Gewalt und Raub. Sie belegt Dinge in ihrem Buch, von denen du bestimmt noch nie etwas gehört hast. Oder was weißt du über die Ausbreitung des Islams? Weißt du, was für einen Einfluss der Islam auf die Kreuzzüge hatte? Frag dich mal, warum du im Vergleich so wenig Ahnung von dieser Zeit hast. Okay, wenn ich so zurückdenke, haben wir wirklich mehr über die Fehler des Christentums gelernt. Und ich habe auch selten einen kritischen Film über die Ausbreitung des Islams gesehen. Genau. Doch was wir über die Geschichte des Islams und des Christentums hören, ist im Vergleich nicht so wichtig, wenn du verstehen willst, nach welchem Vorbild Muslime und Christen eigentlich leben wollen. Wichtiger sind aber die zentralen Personen des Glaubens, Jesus und Mohammed. Und du wirst bei Jesus sehen, dass er bei Kritik an ihm oder an seinen Leuten nicht mit Gewalt reagiert hat. Er ließ seinen Gegnern Freiheit zu tun, was sie wollten, auch wenn er sie vor einem harten Gericht am Ende der Zeiten warnte. Und Mohammed? Der hat nicht nur vor einem Gericht durch Gott gewarnt. Zum Beispiel sagt das der Islamwissenschaftler Rudi Paré. Am schwersten wird Mohammed dadurch belastet, dass er einzelne jüdische Gegner, die ihm, das sei zugegeben, besonders gefährlich schienen, durch Mord hat beseitigen lassen. Und dann nennt er Beispiele. Ein gewisser Kalb hatte nach der Schlacht bei Badr in Liedern offen für die Mekkaner und gegen Mohammed Partei ergriffen. Einige von Mohammeds Getreuen übernahmen die Aufgabe, ihn umzubringen und erhielten die ausdrückliche Erlaubnis, zu sagen, was sie für passend finden. Das heißt, ihm etwas vorzulügen. Sie erschlichen sich daraufhin sein Vertrauen, lockten ihn bei Nacht aus dem Haus und ermordeten ihn. Rudi Paré schreibt, dass es noch andere ähnliche Fälle gab. Und er hat das nicht irgendwoher, sondern unter anderem von Sahih Bukhari, also einer islamischen Quelle aus den ersten Jahrhunderten, die von der Mehrheit der Muslime weltweit angenommen und anerkannt wird. Das ist aber einseitig. Erst einmal gibt es bestimmt auch viele positive Geschichten über Mohammed. Und zweitens war Mohammed halt einige Jahre auch ein politischer Herrscher. Da muss man auch wie einer handeln. Jesus war das aber nicht. Du solltest Mohammed lieber mit Moses vergleichen. Der war nämlich auch ein politischer Herrscher. Also erst einmal ja. Es gibt tausende sogenannte authentische Geschichten über Mohammed. Und ja, die meisten von ihnen sind nicht so negativ wie diese. Doch dennoch müssen wir bei Jesus und Mohammed bleiben und Mose bei unserem Thema erst einmal zurückstellen. Denn im Neuen Testament steht, doch Jesus steht weit mehr Ehre zu als Mose. Im Neuen Testament reden fast alle nur über Jesus, wie Jesus größer ist als alle vor ihm. Und so entstand ja auch das Wort Christianus, Christen, Nachfolger von Jesus Christus. Und im Islam gibt es tausende Kurzgeschichten über Mohammed, damit Muslime seinem Vorbild nachfolgen können.
Das wichtigste Vorbild der Muslime weltweit ist Mohammed. Jesus war aber trotzdem kein politischer Herrscher. Und genau das ist unser Vorbild. Vergleiche einmal mit Mohammed. Als Jesus die Chance hatte, politische Macht zu kriegen, ging er einfach weg. Einmal merkte Jesus, dass sie im Begriff waren, ihn mit Gewalt aufzuhalten und zum König zu machen. Wie reagierte er? Da zog er sich wieder auf den Berg zurück und blieb dort allein für sich. Er wollte nicht. Egal wie viele Jahre Jesus noch gelebt hätte, er wäre kein König geworden. Kein König auf dieser Erde. Denn er sagt selbst, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn es so wäre, hätten meine Diener gekämpft, als ich verhaftet wurde. Aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Und deshalb kämpfen seine Diener nicht mit dem Schwert. Na gut. Doch jetzt kommt einmal zu dem Bibeltext, bei dem Jesus vorgeworfen wird, dass er auch Gewalt und das Schwert gebracht hat. Okay, Matthäus 10,34. Glaubt nicht, dass ich gekommen bin, um der Welt Frieden zu bringen. Nein, sondern das Schwert. Das ist doch der Beweis. Kein Frieden, aber das Schwert. Dafür ist er gekommen. Das ist doch eindeutig. Warte. Lies nur einmal das ganze Kapitel und du siehst, dass der Vers eine ganz andere Bedeutung hat. Hier ein paar Verse aus dem Kapitel 10. Aber hütet euch vor den Menschen, denn ihr werdet vor die Richter gezerrt und in den Synagogen geschlagen werden. Um meinetwillen müsst ihr Statthaltern und Königen Rede und Antwort stehen. Hier redet Jesus zu seinen Nachfolgern und bereitet sie auf Verfolgung vor. Es gibt keinen Krieg, für den er ausbildet, sondern Christen, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Ein paar Verse weiter. Der Bruder wird seinen Bruder verraten. Väter werden ihre Kinder verraten. Und Kinder werden sich gegen ihre Eltern auflehnen und sie den Tod ausliefern. Ja, alle werden euch hassen, weil ihr euch zu mir bekennt. Hier beschreibt Jesus, wie Christen sogar von der eigenen Familie gehasst werden könnten, nur weil sie sich zu ihm bekennen. Mit Schwert meint er genau diese Feindschaft, Spaltung und Entzweiung. Oder siehst du hier eine Aufforderung zum Kämpfen? Noch klarer wird's jetzt. Frage: Wie sollen Christen auf diesen Hass reagieren? Mit dem Schwert? Lies selbst. Wenn ihr in einer Stadt verfolgt werdet, dann flieht in die nächste. So sollen Christen auf Verfolgung reagieren. Das sollen wir tun. Und jetzt kommt Matthäus 10,34. Und jetzt wirst du den Text auch verstehen können. Auch wenn dir vielleicht nicht gefällt, was dort steht. Glaubt nicht, dass ich gekommen bin, um der Welt Frieden zu bringen. Nein, sondern das Schwert. Ich bin gekommen, um den Sohn gegen seinen Vater aufzubringen, die Tochter gegen ihre Mutter und die Schwiegertochter gegen ihre Schwiegermutter. Eure erbittertsten Feinde werden in der eigenen Familie sein. Warum? Hier die Begründung. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Und wer seinen Sohn oder seine Tochter mehr liebt als mich, der ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer sich weigert, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer an seinem Leben hängt, wird es verlieren, aber wer es für mich aufgibt, wird es finden. Es ist klar, was dort nicht steht. Jesus will nicht, dass Christen mit dem Schwert kämpfen. Er selbst hat hier davon auch nicht gesprochen. Er redet hier aber von der Verfolgung, die auf Christen zukommt, oft auch in der eigenen Familie, und die gibt es bis heute. Sie sollen ihn jedoch mehr lieben als ihre eigene Familie, trotz Verfolgung. Das hört sich hart an. Ist Jesus also nur dafür gekommen? Nein, da ist noch viel mehr. Jesus sagt, ich bin gekommen, um Sünder zu rufen, nicht Menschen, die sich schon für gut genug halten. Der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Selbst der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Ich bin als Licht gekommen, um in dieser dunklen Welt zu leuchten, damit alle, die an mich glauben, nicht im Dunkel bleiben. In der Bibel steht, dass Jesus gekommen ist, um uns zu dienen, um uns zu retten, um für uns sein Leben zu geben und uns damit ein Leben in Fülle zu schenken.